Hallo Mann. Hallo. Danke dir, dass du für mein kleines Interview nochmal zu mir gekommen bist. Ich wollte dich halt unbedingt nochmal interviewen bezüglich der Geschichte, die du mir letztes Mal erzählt hast, weil ich sie absolut faszinierend und verblüffend finde. Als wir in Italien angekommen, nach vielleicht einem Monat oder so, beide unsere Pässe sind abgelaufen. Wir haben auch alle Mittel versucht, dass wir in Italien bleiben, aber leider in der Zeit Italien, sie haben kein Asylant akzeptiert in der Zeit. Kontrolle war fast jeden Tag, auch in die Kneipen oder in Lokale. Auf den Straßen auch? Auf die Straße auch, ja. Habt ihr sowas erlebt? Ich habe das erlebt, ja. Und warum haben Sie heute den Pass nicht verlängert? Sie machen das nicht, die Botschaft. Botschaft bedeutet wie, dass du in deinem Land bist. Sie können dich, wenn du dort gehst, sie können dich umbringen und zurück zu der Heimat schicken. Und warum bist du ausgewandert? In Politik habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt. Die Regierung war so hart. Viele Leute werden von zu Hause einfach verschwunden oder so. Habe ich auch viele Freunde verloren. Mit wem warst du zusammen? Das ist ein Freund von mir, heißt Allah. Und wie lange kannst du Allah schon? Als wir Kinder waren. Maria aus Finnland, eine gute Freundin von Allah. Wir haben immer versucht, uns zu verstecken eigentlich, sagen wir so. Das war fast 3 Jahre. Plötzlich kam die Idee zu Maria, dass wir in die Schweiz fahren. Der Tag, dass Maria sagt, ja, heute Abend wir fahren. Sie hat alle Ticket dabei. Maria alle und ich gegenüber. Wir haben auch Sandwich gemacht und so. Wir Picknick, alles Ausflug, wunderbar. Aber als wir in der Mendoza angekommen, wir sind ausgestiegen, wir haben kurz gewartet. Und plötzlich kam ein Zug und Maria sagt, das ist der Zug, das nach der Schweiz wird. In Kürze werden wir die Grenze überqueren. Die Zollkontrolle findet im Zug statt. Wir bitten Sie, Ihre Ausweispapiere und Ihr Gepäck bereitzuhalten und danken Ihnen für Ihr Verständnis. Wir sind zu einer Kabine reingegangen. Allah ist in die linke Seite gegangen, ich bin in die rechte Seite. Maria hat unsere Bagage in der Mitte gestellt. Unter die Bank war irgendwie ein Stück Metall. Es war wirklich schwer zu atmen. Und plötzlich Maria gesagt, Santa City, kein Wort. Und das war einfach nicht gut. Bella, Babla, Bionda, Finnland. Da habe ich auch die ganze Zeit auch ein paar Sätze gehört. Und plötzlich Maria sagt, oh, die haben die Kontrolleur von der italienischen Polizei. Die sind schon vorbei. Kam die Schweizer Polizei. Danach, ich habe gehört, sie hat mir die Tür zugemacht. Aber sie war nicht mehr drin. Nach einer Weile, Maria macht die Tür auf und sie sagt, die Schweizer Kontrolle sind auch vorbei. Was habt ihr als erstes gemacht, wo ihr in Bern angekommen seid? Wir sind zu einer Pension gegangen. Wir haben unsere Sachen dort gelassen, wir sind in die Stadt
sind essen gegangen und Maria, ich glaube, hat irgendwie eine Adresse von Amnesty International. Danach, Maria sagt, sie muss heute Abend weiterfahren. Und der nächste Tag morgen, wir sind beide aufgestanden, wir haben was dabei gehabt zum Essen. Als wir raus von dem Hotel angekommen sind, war gerade bei der Tür waren 2 Polizeibeamte und sie haben uns sofort